Und bei mir im Studio ist nun aus unserer Politikredaktion Nikolaus Doll. Guten Morgen, Nick. Schön, dass du zu mir gekommen bist. Du hast ja gestern die MPK ganz genau beobachtet und die Beschlüsse auch nochmal angeschaut, was da rausgekommen ist. Aber kann man denn wirklich sagen, es ist was rausgekommen? Naja, es ist schon ein Paket geschnürt worden zur Begrenzung der Migration. Es ist mehr rausgekommen, als die Unionsministerpräsidenten, die ja versucht hatten, den Kanzler und die SPD-Länder zu treiben, eigentlich gedacht haben. Aber entscheidend ist nicht, was da jetzt für ein Päckchen geschnürt wurde, sondern entscheidend ist, wann es ausgeliefert wird. Und das wird dauern. Marco Reinke hat es ja in Potsdam gerade gesagt, was man dort jetzt vereinbart hat, wird sehr, sehr lange brauchen, bis eine Umsetzung möglich ist. Und wir sollten den Leuten ganz offen mal sagen, wir werden vorerst aufgrund dieser Maßnahmen keinen spürbaren oder großen Rückgang der Migration erleben. Das heißt also, dass da der Bevölkerung auch irgendwas vorgemacht wird, dass man ihnen einen Brocken hinschmeißt und genau weiß, dass es noch dauert in der Umsetzung? Ich meine, wir haben nächstes Jahr Bundestagswahl. Ja, also ich glaube, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ich glaube, da Täuschung und solche Sachen ist nicht im Spiel oder einen Brocken hinschmeißen. Aber ich glaube, dass schon ein Stück weit versucht wird, zu suggerieren, wir tun ja was. Das hat der Bundeskanzler den Unionsministerpräsidenten auch immer wieder gesagt, die gesagt haben, wir müssen mehr tun. Wir müssen mehr und schneller abschieben. Wir müssen die Grenzen dichter machen. Wir müssen zurückweisen. Straftäter müssen möglichst schnell wieder raus. Aber das reicht eben nicht, was derzeit an Maßnahmen auf dem Tisch wird. Und vor allem, es dauert sehr, sehr lang. Nehmen wir die Drittstaatenregelung. Da liegt ja nun also die Auslagerung von Asylverfahren, Menschen, die in Deutschland Asyl wollen, aber deren Verfahren nicht mehr in Deutschland stattfinden sollen, sondern außerhalb der EU. Das wurde jetzt geprüft. Da liegt ein Gutachten vor. Dieses Gutachten ist dick. Da sind 24 Gutachter gehört worden. Manche fanden das eher umsetzbar, andere waren eher kritisch. Und das liegt nun da. Und dann sagen die SPD-Ministerpräsidenten, geht ja gar nicht wirklich, ist ja auch rechtlich nicht umsetzbar. Und die von der Union sagen, wieso, geht doch, ist rechtlich umsetzbar. Zwei Seiten gucken auf dasselbe Gutachten und kommen zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen. Ich glaube, die Wahrheit liegt in der Mitte. Rein rechtlich wäre es möglich, solche Asylverfahren auszulagern. Muss ja nicht Ruanda sein. Die Frage ist, ob man es politisch will. Und da habe ich nicht den Eindruck beim Bundeskanzler und bei der Gesamtheit der 16 Bundesländer, dass die solche Maßnahmen wirklich wollen. Wir haben doch jetzt wirklich eine angespannte Lage in den Kommunen. Und wir haben vor allem 3 Wahlen in Ostdeutschland im September. Da gucken Sie ja alle wie das Kaninchen drauf, ne? Wie viel wird die AfD kriegen? Wenn die Migration so hoch bleibt, wird die AfD weiter hochgehen. Und dann setzen Sie sich hin und sagen, naja, jetzt entwickeln wir mal Modelle und das stellen wir euch im Dezember vor. Im Dezember ein halbes Jahr, um Modelle zu entwickeln. Ich frage mich, muss das so lange dauern? Kann man das nicht ein bisschen schneller machen? Oder man ist offen und ehrlich und sagt, der Bundeskanzler möchte es eh nicht, ich möchte das nicht und die SPD-Länder sagen auch, wir möchten das nicht und dann räumen wir das eben ab. Und das tun sie nicht, weil sie im Vorfeld der Landtagswahlen sich nicht blank hinstellen wollen. Wie muss man das dann jetzt einordnen, dass Bayern und Sachsen tatsächlich eine Protokollnotiz auch haben aufnehmen lassen, dass sie sich also nicht ausreichend berücksichtigt fühlten? Spielt das auch mit in das, was du uns ja eben eindrucksvoll erklärt hast? Also sieht man da auch Sachsen zum Beispiel, ja, die Wahl am 1. September und wir wissen, was in Sachsen im Moment in den Umfragen los ist. Da könnten vielleicht am Ende nur 3 Parteien im Parlament sitzen, die CDU, die AfD und das Bündnis Sarah Wagenknecht. Ja, so könnte es kommen und dann wird es schwierig mit einer Regierungsbildung. Es gehört ja nun mittlerweile schon fast zur Tradition, dass Bayern im Anschluss von MPKs, die sich mit dem Thema Migration beschäftigen, Protokollerklärungen abgibt. Bayern würde einen deutlich rigideren Kurs einschlagen. Markus Söder würde das, wenn er könnte. Er kann nicht, denn er braucht die anderen 15 Ministerpräsidenten, er braucht die Bundesregierung. Er hat einen 5-Punkte-Plan ja im Vorfeld der MPK vorgelegt. Und dieser Plan, der ist wirklich recht harsch. Ich weiß nicht, ob das umsetzbar ist, aber das sind Maßnahmen, zum Beispiel, dass man Gefährder und Straftäter sofort in Abschiebearrest nimmt. Ich kann nicht sagen, ob das juristisch geht, dass man die staatlichen Leistungen für die Menschen, die hier Schutz begehrt haben, aber nachweislich kein Recht haben, weil ihr Antrag abgelehnt ist, dass man ihnen die Unterstützung, die staatliche, auf ein absolutes Minimum zusammenstreicht, dass man die Menschen in sogenannte Bundesabschiebezentren bringt, wenn sie denn ausreisen müssen, dass sie sich nicht mehr frei bewegen können. Die Dänen machen das. Das klingt alles gut.
Das könnte wahrscheinlich, wenn es denn möglich wäre, sehr schnell wirken. Die Frage ist das durchsetzbar? Ist das politisch gewollt? Gibt es dafür eine Mehrheit in der Bevölkerung? Was machst du, wenn du, wie Markus Söder vorschlägt, Leute, die abgeschoben werden sollen, nur noch 250 € im Monat kriegen? Kann ich davon leben? Ich meine, andere Sachen werden ihnen ja gestellt, Wohnungen und solche Dinge. Was schaffe ich da für ein Klima in der Gesellschaft? Heizt sich damit die Kriminalität an. So. Und weil dieser sehr rigide 5-Punkte-Plan kein Gehör gefunden hat, selbst Unionsministerpräsidenten gesagt haben, also ist das jetzt sinnvoll, am Tag vor der MPK von der Seitenlinie einen solchen Plan reinzuwerfen? Mit niemandem abgestimmt. Die meisten kannten den noch gar nicht. Der wurde über die Presse gespielt und dann haben die sich das angeguckt und gesagt, oh weh, das ist ja mit der SPD nie zu machen und mit dem Bundeskanzler schon gar nicht. Und weil eben Markus Söder damit abgeblitzt ist, hat er sich geärgert. Er findet das zu Recht, was gestern besprochen wurde, nicht weitgehend genug, weil es vorerst keine Wirkung haben wird. Und deswegen eben die Protokollnotiz. Und Michael Kretschmer in Sachsen ist so unter Druck aufgrund der AfD, dass er eben auch zeigen muss, so geht's nicht. Er hat sich gestern mit am schärfsten geäußert, wirklich richtig scharf und hat gesagt, die Wolkenschieberei muss aufhören. Wir müssen endlich etwas tun. Ich glaube, das Bewusstsein, dass man etwas zur Begrenzung der Migration tun muss, ist ja auch da. Es ist halt nur alles so furchtbar schwierig. Bund, Länder, Gemeinden. Was du hier beschließt zur Migration, muss immer gekoppelt werden mit der EU. Wir sind ja hier nicht im luftleeren Raum. Die Briten können ja diese Drittstaatenregelung mit Ruanda nur probieren, weil sie auf EU-Recht jetzt keine Rücksicht mehr nehmen müssen. Und trotzdem hatten sie rechtliche Auseinandersetzungen. Es ist schwierig, es ist komplex. Und es gibt nicht die eine Maßnahme, sondern nur ein Maßnahmenpaket. Nick, danke für diese Ausführungen. Das Thema wird uns noch intensiv beschäftigen, da bin ich mir ganz sicher. Ich fürchte, gern.